In der heutigen Folge von Tommys seriöse Survival Guides zeige ich euch, wie ihr die erste große Prüfung im Leben überlebt. Die Schule. Und ja, ich weiß, was ihr denkt, aber es gibt tatsächlich Leute, die die Schule nicht überlebt haben. Nein, YouTube, bitte warte. Ich schwöre, das war keine Columbine-Anspielung. Ich meinte damit die maulende Myrte aus Harry Potter, die heulend auf dem Lokus abgenippelt ist. Das war knapp. Aber wie ihr YouTube heutzutage überlebt, dazu komme ich in einem anderen Survival Guide. Jetzt reden wir erstmal weiter über die Schule. Und beginnen tun wir an dieser Stelle mit dem wohl lebenswichtigsten Utensil, was du neben Schulbüchern und Stiften mit in die Schule nehmen solltest. Kaugummi. Denn Kaugummi fungiert in der Schule auf die gleiche Art und Weise wie Zigaretten im Gefängnis und kann dort gegen alle möglichen Dienstleistungen eingetauscht werden. Zum Beispiel, du hast keine Hausaufgaben gemacht? Für ein Kaugummi darfst du sie bestimmt von einem Mitschüler abschreiben. Du hast nichts zu essen dabei? Ein Mitschüler tauscht dir bestimmt etwas Essbares gegen ein paar Kaugummis. Du bist hässlich? Tja, dann helfen dir leider auch keine Kaugummis. Sorry. Darüber hinaus lassen sich Kaugummis aber auch super unter die Schultische kleben, wo sie dann ein paar Tage später von einem anderen Schüler abgekratzt und weichgekaut werden können, damit er diese anschließend mit Hilfe eines Lineals auf Mitschüler feuern kann. Wer zur Hölle macht sowas, fragt ihr euch? Ja, ich hatte einen sehr speziellen Mitschüler in meiner Parallelklasse. Das war echt eklig. Aber egal. Zweitens, es ist immer eine großartige Idee, sich mit seinem Lehrer anzulegen, insbesondere dann, wenn der Typ dein Klassenlehrer ist. Denn es ist ja nicht so, als hätte dieser Lehrer mit seiner Notengebung einen maßgeblichen Einfluss auf deine weitere Karrierelaufbahn. Hä, aber was soll ich denn sonst machen, wenn der Lehrer mich anmotzt? Keine Ahnung, vielleicht das gleiche wie jeder andere später im Job, wenn er Stress mit seinem Chef hat? Sag Entschuldigung, lächel freundlich und geh dann mit seiner Alten fremd. Ja, das ist Fremdgehen, Kinder. Ich weiß auch nicht, warum sich eure Eltern deswegen streiten. Drittens, wenn dich deine Mitschüler dazu anstiften, Scheiße zu bauen, dann machst du das natürlich auch. Denn schließlich sind das deine Freunde und sie machen das nicht nur, weil sie schadenfrohe Arschlöcher sind, die dich als Klassenclown sehen und wollen, dass du anschließend Ärger vom Lehrer bekommst. Nein, denn wie wir alle wissen, sind Kinder immer nur süße kleine Engel und verfügen überhaupt nicht über die Fähigkeit, böse zu sein. Viertens, Lehrer sind bekannt dafür, stets hochmotiviert und einfallsreich zu sein. Komm also ja nicht auf die Idee, vor einer Prüfung einen Schüler aus einer höheren Stufe nach Altklausuren des Lehrers zu fragen, da er diese ganz bestimmt nicht zum Großteil recyceln wird und lediglich einige Zahlen in den Aufgaben vertauscht. Auch würden sich Lehrer niemals einzelne Klausuraufgaben von Seiten wie forteachers.de zusammensammeln. Nein, kommt also ja nicht auf die Idee, auf dieser Seite mal nach euren aktuellen Klausurthemen zu suchen. Grüße gehen an dieser Stelle raus an meine alte Mathelehrerin. Fünftens, wenn dir auf dem Pausenhof ein anderer Schüler das Nasenbein durch den Hinterkopf schlägt, weil ihm dein Gesicht nicht passt, dann hältst du dich selbstverständlich an das ungeschriebene Gesetz des Schulhofs und verpetzt diesen nicht beim Lehrer. Nein, ganz im Ernst, mach in diesem Fall den Allmann, wie Twitter-User jetzt sagen würden, und fix sein Leben mit einer Anzeige. Vom Schmerzensgeld kannst du dir später Videospiele kaufen. Oder Schokolade! Ja, das mache ich, das ist großartig! Sechstens, gerade in der Pubertät ist es eine grandiose Idee, sich morgens vor der Schule nicht zu duschen. Denn dein intensiver Körperduft ist eine Wohltat für die ganze Klasse und wirkt sich positiv auf die Lernumgebung und das allgemeine Klassenklima aus. Das gleiche gilt übrigens für deine Sportsachen, denn auch diese werden selbstverständlich niemals schmutzig oder fangen an zu stinken. Komm von daher bitte auch in diesem Fall niemals auf die Idee, sie zu waschen, denn das herrlich erfrischende Aroma deiner vollgeschwitzten Sporthose sorgt insbesondere in der Schulumkleide für gute Laune und ist ein Garant dafür, dass du immer zuerst ins Team gewählt wirst. Siebtens, was ebenfalls für viel Freude bei deinen Mitschülern sorgen wird, ist Essen mit einem starken Eigengeruch wie Zwiebeln, Knoblauch oder ähnliches. Schmuggel davon also stets reichlich mit ins Klassenzimmer. Das Einzige, was diesen Geruch noch überbieten kann, ist der Inhalt der komplett verschimmelten Butterbrotdose, die man jedes Jahr am ersten Schultag nach den Sommerferien im Klassenzimmer vorfindet. Achtens, solltet ihr nicht auf eine normale Schule gehen, sondern auf ein Internat, so bereitet euch über dieses Video hinaus noch die grandiose Internatssimulation Bully von Rockstar Games perfekt auf den Schulalltag vor. So, und abschließend neuntens, sollten dir deine Mitschüler das Leben zur Hölle machen, dann passe mal ja schön in der Schule auf und schreib gute Noten, damit du irgendwann mal ihr Boss sein kannst. Denn so können sie dir vielleicht deine Schulzeit zur Hölle machen, aber du ihnen den Rest ihres Lebens. Denn es ist ja nicht so, als hätte dieser Lehrer mit seiner Notengebung einen maßgeblichen Ups.